Wir haben einen Mann wie Trump, der verurteilter Sexualstraftäter ist und dennoch gewählt wird. Und der in seinem Kabinett 4 Männer jetzt berufen hat, die alle sozusagen Vorwürfe wegen sexueller... Unglaublich. Und man muss sich eben fragen, wird er mindestens trotzdem gewählt oder wird er deswegen gewählt? Und was ist Ihre Antwort? Ja, ich würde sagen, er wird deswegen gewählt. Wir haben auch in Deutschland rechtsextreme Bewegungen, die für den starken Mann wieder kämpfen. Man soll... Hey Leute, eine Frage. Warum steigen eigentlich die Gewalttaten gegen Frauen in Deutschland? Wenn ihr glaubt, dass die Antwort einfach ist, wartet ab. Christina Klemm hat eine Erklärung, die euch die Sprache verschlagen wird. Sie gibt Krisen, konservativen Werten und sogar Donald Trump die Schuld. Ja, ihr habt richtig gehört. Und Maria Furtwängler, die stellt fest, dass unsere Gesellschaft offenbar noch nicht in der Lage ist, Gesetze zu verstehen, die es seit Jahren gibt. Leute, das müsst ihr euch anhören. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wie immer, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Hier wird's spannend. Auf geht's! Das habe ich gelernt, weil Sie sind spezialisiert auf diese Art von Fällen. Und in der Vorbereitung habe ich gelernt, es gibt so etwas wie Victim Blaming, also man macht das Opfer letztlich mitverantwortlich. Ist das deshalb ein so guter Fall, weil er das sozusagen als Zuschauer und Zuschauerin sitzt man ja da und ist immer so hin und her gerissen? Naja, wir haben das, glaube ich, immer, ja, auch wenn die Fälle noch viel krasser sind, ja, also selbst wenn es den Fremdtäter gibt, der eine Frau auf offener Straße vergewaltigt, auch dann werden Opfer beschuldigt. Warum sind sie nämlich nachts alleine nach Hause gegangen? Warum haben sie getrunken? Warum haben sie möglicherweise Drogen genommen? Also der Reflex dieser Gesellschaft, erstmal dem Opfer die Schuld zu geben oder eine Mitschuld, haben wir in allen Fällen. Aber es gibt dieses Gesetz seit 2016. Nein heißt Nein. Davor musste eine Frau sich gewehrt haben, um sozusagen anerkannt zu werden als Vergewaltigungsopfer. Wie wichtig war das auf der gesetzlichen Seite? Auf der gesetzlichen Seite war es längst überfällig. Wir brauchten endlich diese Regelung, die wir auch in fast allen anderen europäischen Ländern auch schon haben. Also, dass jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person strafbar ist. Und das muss natürlich noch nicht mal ein Nein sein. Es kann auch ein Wegdrehen sein, ein Weinen, ein Erstarren. Also jedenfalls muss es erkennbar sein. Es muss auch nicht unbedingt immer eine echte Handlung sein, denn wenn Sie zum Beispiel eine Pistole an den Kopf kriegen, dann müssen Sie nicht mehr Nein sagen. Dann können Sie auch Ja sagen. Ja, und früher musste man sich gewehrt haben. Ja, früher musste es mit Gewalt eine Vergewaltigung passieren oder in einer schutzlosen Lage oder mit Bedrohung des Lebens. So, das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr der Fall. Es ist ja immer die Frage, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum wehren sich Frauen manchmal nicht? Sie wissen das, weil Sie so viele Fälle kennen. Ja, sehr viele Frauen wehren sich nicht, und zwar aus gutem Grund. Ja, weil Frauen in dem Moment merken, dass sie möglicherweise noch mehr Gewalt erleben. Ja, dass sie eben, also diese Situation, die Sie auch gerade beschrieben haben, ja, also obwohl es ja der Dreh war, ja, die Frauen sind in einer für sie völlig verzweifelten Situation und sie versuchen irgendwie zu überleben, irgendwie da rauszukommen. Und dann wehren sie sich eben nicht. Und man muss auch sagen, der Großteil der Vergewaltigung ist völlig spurenlos. Wenn wir später von der Gerichtsmedizin tatsächlich Verletzungen sehen, dann ist das in der Regel, weil die Frauen sich gewehrt haben und weil dann eben noch mehr körperliche Gewalt war. Nein heißt Nein. Ist das gesellschaftlich schon angekommen? Ich meine, das Gesetz gibt es. Es ist ja eben ein Meilenstein gewesen. Ist es in den Köpfen angekommen? Naja, eben wohl nicht in der ganzen Gesellschaft. Ne? Ich glaube eben, dass viele das noch nicht so sehen. Für mich ist in dieser ganzen Diskussion, auch wenn man jetzt die neuen Zahlen sieht und so, enorm wichtig, dass wir anfangen, sehr viel mehr die Männer einzubeziehen. Wieder reden wir von den Frauen als Opfer. Und ich weiß nicht, alle 3 Minuten wird in Deutschland zum Beispiel eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Ist das richtig? Ja. Heißt das auch, Frage, dass alle 3 Minuten ein Mann Täter häuslicher Gewalt wird? Das heißt, ich glaube, wir kennen alle Opfer, Frauen, die Opfer geworden sind. Kennen Sie Männer? Täter? Wo sind die Täter? Was ist mit denen? Es nicht zu. Und ich frage mich, wie kriegen wir die Männer dazu, anzufangen,
darüber zu sprechen und weil sie ja später auch natürlich immer wieder und Trump und so, wo ist sozusagen, wann wird es den Locker-Room-Talk geben, der eben nicht ist, grab him by the pussy and you know that kind of thing, sondern wo eben Männer anfangen im Lockerroom darüber zu sprechen, hey, wie gehst denn du damit um, wenn deine Frau mal nicht will oder wenn du eine gerne würdest. Also ich wünschte mir, dass wir anfangen, weniger immer nur die Frauen als Opfer, und das ist dann immer unser Frauenthema. Und das erleben wir ja auch bei den Filmvorführungen, es sind hauptsächlich Frauen da. Ich wünschte mir, dass wir die Männer dazu kriegen, mit uns zu sprechen. Ja, wir gehen auf die Männer gleich noch mal ein, aber die Frauen sind in einer schwierigen Situation. Sie bringen sehr häufig diese Taten nicht zur Anzeige. Das ist schon auch eine Hürde, oder? In so einer Situation. In dem Sinne, du gehst vor Gericht, du musst alles erzählen, du machen. wirst in die Mangel genommen. Schmerzhafte Fragen, schmerzhafte Antworten. Sehr gute Fragen. Ne? Gab doch mal diesen Strafrechtler, der sagte, wenn meiner Tochter sowas passieren würde, ich würde ihr... Genau, es gab mal einen Generalstaatsanwalt in Berlin, der davon abgeraten hat. Ich finde das schwierig, das finde ich auch ein bisschen schwierig an dem Film, weil es so in den Raum stellt, man sollte auf gar keinen Fall anzeigen. Und ich werde häufig gefragt, raten Sie Ihren Mandantinnen, Anzeige zu erstatten? Und ich finde, das ist nicht meine Entscheidung. Ich muss meine Mandantin in die Situation versetzen, das wirklich gut entscheiden zu können. Und es gibt viele Gründe, eine Strafanzeige zu erstatten, nämlich zum Beispiel, dass irgendetwas folgt. Ja? In welcher Gesellschaft leben wir denn, wenn man sagt, ja gut, die Frauen sollen das einfach hinnehmen und die Täter können einfach weitermachen. Aber wie gut sind denn die Gerichte darauf vorbereitet? Wie sensibel sind die dann sozusagen da sitzen? Ja, da haben wir ein großes Problem. Wir haben ein großes Problem zum einen der Verfahrenszeiten. Ja? Wenn ich heute eine Strafanzeige erstatte wegen einer Vergewaltigung, komme ich vielleicht, wenn ich Glück habe, in 1,5, 2 Jahren mal zum Gericht. Dann werden die Aussagen natürlich auch immer schlechter der Betroffenen. Also das ist ein riesiges Problem, die Kapazitäten der Ermittlungsbehörden. Und dann ist das Problem, dass wir keine Pflichtfortbildungen in der Justiz haben. Ja? Also wenn ich Richter oder Richterin werde, kann ich nicht dazu gezwungen werden, mich fortzubilden. Es gibt Richter und Richterinnen, die machen das wunderbar. Es gibt aber auch welche, die können es eben nicht. Und dann herrscht im Gerichtssaal genau das, was in der Gesellschaft auch herrscht, nämlich unglaubliche Vorurteile, Vergewaltigungsmythen, ja, dass eben eine Frau zum Beispiel sich auf eine ganz bestimmte Weise verhalten würde, wenn sie Opfer geworden ist. Ja? Dass sie danach eben zum Beispiel keinen Sex mehr hat, dass sie sich nicht mehr mit fremden Männern trifft, dass sie also immer nur noch traurig ist, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise aussagen wird. Und das stimmt alles nicht. Jedes Opfer verhält sich anders. Und manche bearbeiten die Taten so und manche eben auch ganz anders. Ich weiß, dass Sie eigentlich dafür wären, spezialisierte Gerichte zu haben, die dann einfach gut ausgebildete und dafür trainierte Juristen da sitzen haben. Es gibt einen Fall in Frankreich, über den redet gerade die ganze Welt. Das ist eine Frau, die als Zeugin, als Opfer vor Gericht ist, Gisèle Pelicot. Heute die Plädoyers, die Schlussplädoyers in diesem Fall, der aus 2 Gründen außergewöhnlich ist. Einmal, weil es ihr Mann war, der jetzt auch zugegeben hat inzwischen, dass er sie über Jahre betäubt hat, narkotisiert hat und sie dann anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten hat. 83 Fälle sind dokumentiert. Und er hat das auch noch gefilmt. Und das ist das eine. Und das andere ist, es ist deshalb außergewöhnlich, weil Gisèle Pelicot diesen Fall vor der Öffentlichkeit verhandeln lässt. Sie hat quasi auch die Täter dann im Gerichtssaal vor sich. Und ihr Grund ist, so sagt sie das, die Scham muss die Seite wechseln. Wie beeindruckend war das auch mit diesem Film, der ja genau dieses Thema behandelt, Scham auch. Unglaublich kraftvoll. Ja, ich glaube, dass Scham eines der dominanten Gefühle ist, ne, im Kontext mit auch Vergewaltigungsopfern. Und deshalb melden es ja auch so wenige, deshalb bringen es so wenige zur Anzeige, weil Scham heißt Verstecken. Und Gisèle Pelicot dreht das um, holt sich die Deutungshoheit zurück und sagt, ich stehe hier und ich bestimme jetzt die Spielregeln. Sie bestimmt die Spielregeln. Und das sind unglaublich kraftvolle Bilder. Und sie zwingt uns auch, diese Bilder zu sehen, uns anzuschauen. Und ich glaube, das hat eine enorme Wucht. Und soviel ich weiß, wird in Frankreich deswegen jetzt über dieses Ja heißt Ja nachgedacht. Erst wenn es Consent gibt, ist das in Ordnung. Und ich finde das also unfassbar. Ich glaube, wir sind alle bewundern die Frau
und bemitleiden sie für all das, was ihr passiert ist. Das ist in der Tat, es ist beides. Man Unfassbar. bewundert und bemitleidet sie. Unfassbar. Und über die Männer zu reden, sie sagt, Giselle Pelicot, sie fordert ein gesellschaftliches Umdenken. Das hat sie jetzt gerade noch mal gestern gesagt in ihrem Schlussstatement. Wir müssen uns diese macho- und patriarchalische Gesellschaft ganz genau ansehen. Jetzt haben wir gerade die Zahlen gesehen und die Zahlen sprechen eben nicht dafür, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, sondern nein, es steigen die Zahlen eben sexualisierter Gewalt und auch der sexuellen Straftaten. Was passiert da? Sie haben ein Buch geschrieben, das spricht vom Hass gegen Frauen. Ja, was ist das, was da gerade passiert? Ja, ich würde sagen, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, die eben von Kindheit an dadurch geprägt ist, dass wir frauenverachtende Ressentiments anerzogen bekommen. Ja? Also Männer sind eher dominant, sie dürfen eher Gewalt ausüben, Frauen haben sich eher unterzuordnen. Und wenn man jetzt im Moment darüber nachdenkt, warum diese Zahlen so steigen, und ich will das noch einmal sagen, ja, wir haben in Deutschland mittlerweile eine Situation, dass ein Femizid, also die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, jeden Tag hier geschieht. 3 versuchte Tötungsdelikte am Tag. Ja, jeden zweiten Tag bringt ein Mann seine Ex-Partnerin um. Das sind immense Zahlen und sie steigen eben seit ein paar Jahren. Und jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Ja. Und ich würde sagen, das liegt insgesamt an einer Verrohung auch der Gesellschaft. Wir leben in einer Krise, ja, wir haben Kriege, Klimakatastrophe. Wir haben einen Mann wie Trump, der verurteilter Sexualstraftäter ist und dennoch gewählt wird. Und der in seinem Kabinett 4 Männer jetzt berufen hat, die alle sozusagen Vorwürfe wegen sexueller... Unglaublich. Und man muss sich eben fragen, wird er trotzdem gewählt oder wird er deswegen gewählt? Und was ist Ihre Antwort? Ja, ich würde sagen, er wird deswegen gewählt. Wir haben auch in Deutschland rechtsextreme Bewegungen, die für den starken Mann wieder kämpfen. Man soll wehrhaft sein. Wir haben extreme religiöse Bewegungen. Wir haben eben verschiedene Bewegungen, die alle zurückgehen auf die Wehrhaftigkeit des Mannes. Und dann ist es eben das Leichteste. Und woran liegt das jetzt nochmal, dass die plötzlich alle auftauchen? Ich glaube, es ist eine Krise und dann versichert man sich wieder alter, konservativer Werte. Und dann kommt man eben zurück in die Kleinfamilie, zurück. Diese ganzen Frauen, diese Feministinnen, die sollen mal ihren Mund halten. Dieses ganze Anti-Gender Gerede, ja, da sieht man ja eigentlich auch, was es für ein Angriff ist für das patriarchale System. Und jetzt versichert man sich wieder dessen, dass man eben mächtiger ist. Und dann ist es am leichtesten, auf seine eigene Frau einzuprügeln. Und dann ist es eben auch Alltag, sexualisierte Gewalt auszuüben. Und das will ich noch mal sagen. Ich glaube, es gibt keine Frau, die noch nie einen sexuellen Übergriff erlebt hat, in welcher Form auch immer. Und die Gewalt gegen Frauen ist unglaublich normalisiert in unserer Gesellschaft. Und wie kommen wir denn dazu, jetzt mit den Männern zu sprechen? Ja, aber die Frage, also erst einmal, ich meine, war ja gerade, Frau Klemm hat gerade gesagt, jede Frau hat es erlebt, als Ärztin erst, als Schauspielerin. Wie viele Situationen waren das, wo diese Grenzen überschritten wurden? In meinem Leben? Ja. Einige. Am Set mehr? Am Set, weil wer traut sich eine selbstbewusste Frau an? Durchaus. Durchaus. Also ich meine, wer kennt das nicht in der U-Bahn? In der U-Bahn als junges Mädchen, Frotteure oder eben auch das ganze Programm, also wirklich, also mehrfach, natürlich. Aber nicht bis eben hin zu einer wirklichen Gewalttat. Das eine ist sozusagen ein sexueller oder ein sexualisierter Übergriff, aber eine Gewalttat, das ist ja noch ein Weg dahin. Das ist dann noch mal eine andere Qualität. Absolut. Aber ich glaube, auch das muss man sagen, es trifft alle. Es kann alle Frauen treffen, ja, egal aus welcher Schicht, egal welcher Herkunft. Und es sind auch aus allen Schichten und Herkünften die Täter. Ja, auch da haben wir nicht bestimmte Gruppen. Und es gibt ja auch viele, die sagen, naja, das hätte irgendetwas mit der sogenannten Ausländerkriminalität zu tun. So ist es eben nicht. Die Täter kommen genauso aus der Mitte der Gesellschaft wie die Opfer. Deshalb war es uns auch so wichtig, so einen zauberhaften, wunderbaren Mann, einen tollen Schauspieler, auch Damian Hardung, zu besetzen, bei dem man eben dann auch, wie jemand wie meine Mutter sagen würde, aber der hat das doch gar nicht nötig. Weil darum geht es nicht. Was ist denn mit den Männern, die sagen, ja, aber es wird ja auch auf der anderen Seite übertrieben. Als Mann fühlt man sich ja heutzutage nicht mehr sicher, wenn man alleine in einen Aufzug mit einer Frau steigt. An was antwortest du denen?
Naja, da sage ich, halb so schlimm, dann nimmst du eben den nächsten Aufzug. Ganz ehrlich. Okay. Ganz ehrlich, als Frau, wir kennen es gar nicht anders, wenn wir nachts irgendwo spazieren gehen, wenn wir im Parkhof sind. Wir kennen gar nicht anders als das Gefühl, scheiße, was ist das, ein Mann? Oh Gott, der ist alleine, gell, der ist groß. Hoffentlich hat er einen Hund. Hoffentlich, ja, oder so. Dass er hier sein muss. Also wir kennen es als Frau gar nicht anders, ohne mit so einem Gefühl in bestimmten Situationen. Also jede Frau kennt Situationen der Angst. Und ich muss sagen, wenn dann mal ein Mann den nächsten Aufzug nimmt, weil er sich darüber Sorgen macht, dann kann ich nur sagen, halb so schlimm. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, ein verunsicherter Mann ist doch ein guter Anfang.